Moin Leute, heute geht es um Wettermanipulation. Wettermanipulation gibt es schon lange und in verschiedenen Formen. Damals setzte die US-Armee im Vietnamkrieg Wettermanipulation in der Form der Wolkenimpfung ein, um den Vietcong durch intensive Regenfälle zu behindern. Die militärische Nutzung von Wettermanipulation wurde durch einen UN-Vertrag untersagt. Für die zivile Nutzung aber wird derzeit viel Geld ausgegeben. Damit aus dem eigentlich unsichtbaren Wasserdampf ein Regentröpfchen oder ein Eiskorn wird, braucht es sogenannte Kristallisationskeime, wie Silberjodid. Um diesen Keim herum kondensiert der Wasserdampf und zieht dann mehr Wasserdampf aus der Umgebung an. Somit vergrößert sich das Eiskorn immer mehr und irgendwann ist es so schwer, dass es zu Boden fällt. Weiter unten schmilzt es dann und es regnet. Auch in Deutschland wird Silberjodid genutzt, meist durch Flugzeuge für Hagelabwehr. Es gibt aber noch einen Weg, wie täglich das Wetter manipuliert wird: durch Dampfkraftwerke. Bei Dampfkraftwerken wird durch einen Brennstoff wie zum Beispiel Kohle Wasser in einem Kessel erhitzt. Der entstehende Wasserdampf treibt eine Turbine an und die Turbine wandelt die Bewegungsenergie in elektrische Energie. Der Wasserdampf, der mit seiner Arbeit fertig ist, kommt in einen Kondensator. Dort wird der Wasserdampf wieder in heißes Wasser zurück umgewandelt. Das Wasser kommt dann in einen sogenannten Kühlturm, wo das heiße Wasser abgekühlt wird. Ein Teil des Wassers verdunstet dabei und dadurch entstehen die Wolken über den Kühlturm. Der Wasserdampf kann manchmal sogar das aktuelle Wettergeschehen beeinflussen. In der Atmosphäre wird nämlich nicht nur der Wasserdampf, sondern auch durch die Verbrennung von der Kohle entstandene Wärme zugeführt. Relative Luftfeuchtigkeit von etwa 100%. Die Luft ist somit gesättigt und kann kein weiteres Wasser mehr aufnehmen. Beim weiteren Aufsteigen kondensiert das überschüssige Wasser zu winzigen Wassertröpfchen. Diesen Prozess kann man gut an den weißen Wolken erkennen, die über den Kühlturm in die Höhe schießen. Im Prinzip handelt es sich um den gleichen Prozess, den man auch im Kleinen, auch bei einem kochenden Wassertopf sehen kann. Ist auch die Umgebungsluft nahezu gesättigt, kann der Wasserdampf aus dem Kühlturm ausreichen, dass sich stromabwärts der Kraftwerke größere Quellwolken bilden können, währenddessen die Umgebung nahezu wolkenlos ist. Dies kann insbesondere im Sommer bei windschwachen Hochdruckwetterlagen beobachtet werden. Liegt die Lufttemperatur zudem unter dem Gefrierpunkt und weht kaum Wind, ist in seltenen Fällen sogar die Bildung von sogenannten Industrieschnee möglich. Dabei handelt es sich um meist leichten Schneefall, der eng begrenzt um die Kraftwerkskühltürme fällt. Das in der aufsteigenden Luft enthaltene Wasser kondensiert und gefriert bei weiteren Abkühlungen zu kleinen Eiskristallen, die anschließend zu Boden gefallen. Das war mein Video, ich hoffe euch hat's gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video ein Like gebt und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis